Manche Journals erwarten, dass man die Forschungsdaten, die einem Manuskript zugrunde liegen, ebenfalls publiziert oder zur Verfügung stellt. Viele Forschende planen das bei der Arbeit nicht ein und schreiben dann im Manuskript irgendetwas in Richtung, die Daten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Aber tun sie das dann auch? Forschende aus Kroatien sind dieser Frage nun nachgegangen. Die Gründe für Open Data, also das Teilen der Forschungsdaten, sind einerseits die Transparenz der Forschung und andererseits die Nachnutzbarkeit. Sinnvollerweise werden sie daher auf einem Repositorium abgelegt, wo sie auffindbar sind, frei zugänglich und in einem offenen Format abgelegt werden und die Bedingungen der Nutzung erklärt sind. Wer sich nicht schon während der Arbeit um diese Fragen gekümmert hat und die Daten entsprechend aufbereitet hat, kann bei der Publikation des Manuskripts plötzlich damit konfrontiert werden. Da soll man nämlich zum Teil etwas über die Datenverfügbarkeit schreiben. Nun wurde in einem Artikel untersucht, inwieweit das Data Availability Statement tatsächlich eingehalten wurde. Es wurden 3556 Artikel aus Zeitschriften von Biomed Central angeschaut. 3416 davon hatten ein entsprechendes Statement. 381 beschrieben, in welchem Repositorium die Daten abgelegt waren. 577 hatten alle Daten im Artikel oder in den Zusatzunterlagen. Bei 1792 hieß es, die Daten würden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 1538 gaben aber dann auf die Anfrage keine Antwort. 254 gaben eine Antwort, wovon 122 die Daten teilten und 132 nicht. Also zusammengefasst, von 1792 Artikeln waren nur bei 6,8% die Daten erhältlich. Wobei 2 Datensätze als PDFs zur Verfügung gestellt wurden, was nicht gerade praktisch ist für die Weiterverarbeitung. Warum also teilten die Forschenden ihre Daten nicht mit anderen? Zum Beispiel, weil es Patientendaten waren und bei den Patienten kein entsprechendes Einverständnis eingeholt worden war. Oder weil die Forschenden nicht mehr dort arbeiteten, wo das Forschungsprojekt durchgeführt worden war. Oder weil sie einfach nicht wollten. Im schlimmsten Fall waren die Daten nicht mehr vorhanden. Man kann sich auch vorstellen, dass die Forschenden noch weitere Publikationen mit ihren Daten verfassen wollten, bevor sie anderen zur Verfügung stellten. Oder dass sie Angst vor missbräuchlicher Verwendung hatten. Was kann man nun gegen diese Situation tun? Auf Seiten der Journals könnten die Editoren beim Einreichen des Manuskripts auch die Forschungsdaten verlangen. Das wäre vermutlich der sicherste Weg. Auf Seite der Forschenden müssten die Projekte von Anfang an so geplant und die Daten aufbereitet werden, dass sie am Ende zur Verfügung gestellt werden können. Das Stichwort hier ist Datenmanagementplan. Ich hoffe, dieses Video gibt euch ein paar Ideen für den Umgang mit euren eigenen Forschungsdaten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.